Eine andere Episode waren unsere speziellen Treffungen, wie er sie immer ausdrückte, im Café Rottenhöfer. Das gibt es ja leider nicht mehr. Das war ein Münchner Traditionscafé mit einer wunderbaren Pralinenmanufaktur. Und in dieser Location haben wir Freud und Leid, ernste und heitere Gespräche geführt, unzählige Male. Und Jansons liebte Schnapspralinen. Und jedes Mal, wenn wir den Laden verlassen haben, ging er an die Theke, ließ sich ein Sortiment Schnapspralinen einpacken, um sie uns dann zum Abschied noch auszuteilen. Und das gehört für mich zu den ganz besonderen Erinnerungen, diese kleinen menschlichen Gesten. Er hat grundsätzlich eingeladen und diese Treffen mit ihm und diese Begegnungen mit ihm ganz nahe, auch ganz persönlich, wo er gelegentlich auch mal etwas von sich persönlich erzählt hat, das bleibt mir ganz nachhaltig in Erinnerung. Wir waren zum Beispiel bei einem Basketballspiel mit Christian Krügel, dem mittlerweile auch verstorbenen Lokalchef von der München- und Oberbayern-Redaktion bei der Süddeutschen Zeitung, der auch so wie ich ein großer Basketballfan war und so auch wie Jansons ein großer Basketballfan war. Und das Faszinierende war, dass es sehr, sehr laut war und ich gedacht habe, bin da jetzt mit dem Chefdirigenten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks beim Basketball in einer unglaublich lauten Halle mit vielen Geräuschen und viel Gesängen und viel Geschrei, wo einem so blöde Gedanken durch den Kopf gehen. Ist das jetzt für so einen musikalischen Menschen, einen Dirigenten nicht einfach zu laut? Ich glaube, er hätte über diesen Gedanken nur gelacht. Aber was faszinierend war, dass Marius Jansons, der in seiner Jugend auch Basketball gespielt hat, sehr still das Spiel beobachtet hat und dann in Spielpausen mit einer unglaublichen Präzision analysiert hat, was er da gerade gesehen hat davor. Und die Rolle von jedem einzelnen Spieler genau erfasst hat und beschrieben hat. Und abgesehen davon hatten wir an dem Abend einfach auch jede Menge Spaß und haben viel gelacht. Also das ist ein Abend, der mir sicher in Erinnerung und im Herzen bleiben wird. Marius Jansons hat sich vor vielen Jahren einen lang ersehnten Wunschtraum erfüllt, indem er sich einen Audi W12 gekauft hat. Für die, die es nicht kennen, Audi W12 ist ein Audi A8, aber halt so ein wahres PS-Monster. Und eines Tages hat er mich eben darum gebeten, ihm das Auto zu erklären, also so eine Fahrzeuganweisung zu geben, weil er war natürlich völlig überwältigt von dieser Flut und Masse an Knöpfen, an Technik. Deswegen sollte ich ihm das Auto einfach von vorne bis hinten, von oben nach unten erklären. Ja. Wir haben viel Zeit in diesem Auto auch verbracht und ich weiß nicht, es war auch einer der Abende, an dem wir unterwegs waren. Da waren wir hier gleich um die Ecke im Arnulf-Park unterwegs. Ich saß am Steuer, er neben mir, als er plötzlich meinte, er würde jetzt auch gerne mal mit dem Auto fahren, also gerne mal selbst fahren. Ich dachte mir, okay, bin rechts rangefahren, Warnblinker an, ausgestiegen, wir haben die Sitzplätze getauscht, Tür zu und in dem Moment, ich wollte mich gerade anschnallen, als Jansons Stoff gibt ohne Ende, er ging ab wie die Luzi. Mich hat es nach hinten gefetzt. Wie gesagt, ich konnte mich gerade noch anschnallen, dann wusste ich gar nicht mehr, wo ich mich noch festhalten soll. Also echt prescht da los mit einem Affenzahn. Da hatte ich echt einen kurzen Moment echt Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann saß ich da eben drin, leicht verkrampft, meinte so, Jansons, wir dürfen eigentlich nur 50 fahren. Und er sitzt da drin in einer Seelenruhe. Ich weiß nicht, er saß da so tief, er war doch einen Kopf kleiner als ich und saß da drin, kaum dass er übers Lenkrad gucken konnte und sah mich dann nur so an und meinte, ja, ist schön. Ja, das war so mein Nahtoderlebnis mit Marius Jansons.